Hallo und herzlich willkommen. Ich wollte euch heute den kleinen Druiden FX4 vorstellen. Dieser Druide geht zurück auf eine Zeichnung, die der wundervolle Künstler Alex Robinson für mich gemacht hat. Ursprünglich hatte ich ihn nicht nach einem Druiden gefragt, den hat er zum Bild hinzugefügt und ich fand den sofort großartig und habe mich direkt an den Mesh-Mixer gesetzt und habe angefangen, ein 3D-Modell dazu zu erstellen. Ja, und hier ist er jetzt. Er leuchtet blau. Ich finde, dieses Hellblau ergänzt sich sehr schön mit den sonstigen Farben. Ja, da ist eine ganz normale LED-Kette drin, so ein RGB-Ding, wo man verschiedene Farben einstellen kann. Ich habe sie alle durchprobiert. Eigentlich finde ich das Blau am schönsten. Und hier vorne das große Auge und diese Seitenwände hier, die ich bei einem BB-8-Modell geklaut habe, glaube ich. Die sind aus transparentem Resin gedruckt. Das war mein erster Versuch bisher mit transparentem Resin und ich bin total begeistert. Das hat beim Drucken, also es kam sehr, sehr klar aus der Maschine und beim Aushärten mit UV-Licht ist es dann doch sehr stumpf geworden, was aber perfekt ist, weil natürlich je stumpfer, desto mehr werden die einzelnen LED-Lichter hier gebrochen und ergeben so das Bild eines durchgehenden Leuchtstreifens. Oh, du stinkst noch ganz schön nach Klarlack, mein Lieber. Oh. Genau, und wenn man das hier mit, apropos Klarlack, mit High Gloss Klarlack einsprüht, dann wird es, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, wahrscheinlich ist es zu hell dafür, ne? Aber dann wird es ein ganzes Stück transparenter wieder. Ich glaube, wenn man es von beiden Seiten einsprühen würde, was ich nicht gemacht habe, von innen ist es noch Natur, dann würde man fast durchsehen können, glaube ich sogar. Das war hier nicht das Ziel, das Licht soll ein bisschen gebrochen werden. Insofern, ja, das war so. Ähm, genau, zum Innenleben. Das Gehäuse ist aus PLA gedruckt. Der Greifer hier unten und die Antennen kommen auch aus einem Resin-Drucker, natürlich nicht transparent. Und ich mache mir so ein bisschen Sorgen. PLA wird ja bei 60 Grad schon relativ weich. Dass die LEDs da drin zu warm werden. Ist jetzt irgendwie keine Lüftung, das Ding ist geschlossen. Das einzige ist hier ein kleines Loch an der Rückseite, wo das Ladekabel vom Akku-Pack rausschaut. Aber da, also, mal fühlen. Oh ja, da kommt es schon gut warm raus. Ja. Ja, also wie dem auch sei, ich hoffe, dass er nicht schmilzt oder auseinanderfällt oder irgendwas. Genau, das Gehäuse ist aus PLA gedruckt. Und innen habe ich einen relativ großen Cut rausgenommen, um natürlich die LED-Ketten unterzubringen, um das Akku-Pack unterzubringen. Es war total schwer, ein Akku-Pack in der Größe zu finden. Und auch das, was ich genommen habe, hat gerade so reingepasst. Ja. Genau, am hinteren Rand ist ein Loch, das ist hinter diesem Gitter verkleidet. Dieses Kabel geht direkt in den Ladeport des Akku-Packs. Diese LED-Kette und das Akku-Pack verstehen sich nicht super gut. Tatsächlich, wenn man ihn angeschaltet hat, wenn man das Licht angeschaltet hat, dann bleibt er auch erstmal auf der Farbe und die Fernbedienung reagiert leider überhaupt nicht mehr. Ja, doch, tut sie. Okay. Offenbar erzähle ich Quatsch. Meine bisherige Erfahrung war, dass irgendwann der Input der Fernbedienung komplett ignoriert wird und ich dann immer mittels des Ladekabels einmal Strom auf das Akku-Pack geben muss, damit es wieder aufwacht. Ich weiß nicht, ob das in irgendeinen komischen Sleep-Modus geht oder na, wie auch immer. Jetzt scheint es zu funktionieren. Schalt mal in den Flash-Modus. Disco FX4. Wetten, jetzt geht's nicht mehr. Doch, Glück gehabt. Ja, genau.
Genau, wie gesagt, der Auslass hinten aus dem Akku-Pack, der ist mit diesem Mesh hier verkleidet. Dann habe ich hier noch ein paar Kabel rausgeführt, hier noch ein paar abgeschnittene Kabel, damit das alles so ein bisschen, ja, alt und benutzt und irgendwie zusammengetüftelt aussieht. Die Kabel verschwinden hier vorne wieder im Gehäuse. An der Unterseite ein Greifarm, der ist auch tatsächlich beweglich. Und ja, hier noch so ein paar Antennenornamente. Ich habe auf dem Kanal Stutson Studios gesehen, dass man mit einer Mischung aus Acrylfarbe und Backpulver einen coolen Rosteffekt hinbekommt, und das muss ich natürlich gleich ausprobieren. Das Ergebnis davon sind diese Bobbel hier. Ich habe die dann also ich habe braune Acrylfarbe genommen. Hier ist es noch relativ Natur, hier diese Schmutzstreifen. Hier habe ich dann nochmal mit ein bisschen Chrom-Spray-Paint nicht drüber gegangen. Und ich finde tatsächlich, das hat so ein bisschen die Optik ja, verrostet, lange nicht mehr sauber gemacht. Irgendwie ja ein kleiner Druide, dem man nicht allzu viel Zeit gewidmet hat, was die Pflege angeht. Ja gut, ich glaube, damit habe ich euch alles gezeigt. Jetzt kommen noch ein paar Fotos vom fertigen Projekt. Viel Spaß damit.